Android-Smartphone als Kartenlesegerät einsetzen. Tini möchte sich bei der Deutschen Rentenversicherung mit der Online-Ausweisfunktion ihres Personalausweises einloggen. Hierbei möchte sie ihr Android-Smartphone als Kartenlesegerät verwenden. Vorher hat sie unter www.ausweisapp.bund.de nachgesehen, ob ihr Smartphone dafür geeignet ist. Mit wenigen Schritten kann Tini loslegen. Die Ausweis-App 2 hat Tini auf ihrem Rechner und ihrem Smartphone installiert und beide Geräte befinden sich im selben WLAN. An ihrem Smartphone hat sie außerdem bereits die NFC-Funktion aktiviert. Damit sind die Grundvoraussetzungen schon erfüllt. Nun kann Tini ihr Smartphone über den Menüpunkt Fernzugriff mit ihrem Rechner koppeln. In den Einstellungen kann der Name des Smartphones eingesehen oder geändert werden. Außerdem lässt sich hier festlegen, auf welchem Gerät beim Online-Ausweisvorgang die Ausweis-PIN eingegeben werden soll. Zurück aus den Einstellungen klickt Tini auf Fernzugriff starten und schaltet das Gerät damit sichtbar. Über Kopplung starten beginnt sie den Kopplungsvorgang. Ihr Smartphone zeigt nun einen Kopplungscode an, den sie zur Eingabe am Rechner benötigt. Tini öffnet nun die Ausweis-App 2 auf ihrem Rechner und in der App den Menüpunkt Einstellungen. Im Reiter Smartphone als Kartenlesegerät wählt sie ihr Smartphone aus. In der jetzt sichtbaren Eingabemaske gibt Tini den auf ihrem Smartphone angezeigten Kopplungscode ein. Tinis Smartphone ist nun als Kartenlesegerät mit ihrem Rechner verbunden. Es ist übrigens möglich, mehrere Geräte zu koppeln. Tini ruft am Rechner die Deutsche Rentenversicherung im Anbieterverzeichnis der Ausweis-App 2 auf, um sich in ihr Rentenkonto einzuloggen. Sie klickt auf Anmelden für registrierte Nutzer. Die Ausweis-App 2 fordert sie auf, ihr Ausweisdokument aufzulegen. Tini legt ihren Personalausweis direkt unter ihr bereits gekoppeltes Smartphone. Dabei achtet sie darauf, dass das Smartphone während des Lesevorgangs nicht verrutscht und der Ausweis direkt an der NFC-Schnittstelle liegt. Damit es einwandfrei klappt, informiert sie sich, wo diese bei ihrem Gerät eingebaut ist. Jetzt gibt Tini nur noch ihre 6-stellige PIN für die Online-Ausweisfunktion ein. Die Eingabe nimmt sie je nach Einstellung an der Tastatur ihres Rechners oder an ihrem Smartphone vor. Fertig! Tini hat ihr Smartphone als Kartenlesegerät verwendet und sich in ihrem Rentenkonto eingeloggt. Zum Schluss schaltet sie an ihrem Smartphone noch den Fernzugriff aus, um Strom zu sparen und die Verbindung der Geräte bis zur nächsten Anwendung zu deaktivieren. Beim nächsten Mal kann Tini ihr Smartphone direkt sichtbar schalten und verbinden. Sie muss die Geräte nicht erneut koppeln, solange sie die Verbindung nicht in den Einstellungen löscht. Zuvor gekoppelte Geräte können sowohl am Rechner als auch am Smartphone wieder gelöscht werden. Gut zu wissen! Sie können von Ihrem Android-Smartphone Verbindungen zu den Betriebssystemen Mac OS X bzw. Mac OS, Windows, iOS und Android aufbauen. Sollen 2 mobile Geräte gekoppelt werden, ist dies ebenfalls im Menüpunkt Smartphone als Kartenlesegerät möglich. Die Liste der zur Kopplung bereiten Smartphones wird in den Einstellungen angezeigt. Übrigens
Übrigens, Smartphone als Kartenlesegerät funktioniert beim elektronischen Aufenthaltstitel und der eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genauso. Weitere Informationen über die Online-Ausweisfunktion finden Sie auf www.personalausweisportal.de. Die Ausweis-App 2 und viele hilfreiche Tipps finden Sie auf www.ausweisapp.bund.de.